Servus Leute, was geht ab? Willkommen, willkommen. Der neue Content ist da. Wir können endlich farmen. Ich habe schon heute im Stream, also ich nehme das gerade nach dem Stream gerade auf. Heute im Stream haben wir das Team, was ich hier habe, zusammengebaut, haben experimentiert, haben geschaut, wie es natürlich passt, und es hat sich gelohnt und es hat sich ausgezahlt. Meine Obsession für diese Clockworks. Leute, ich habe 3 Clockworks. Und ich habe alle 3 Clockworks in meinem Team. Also ich bin so happy, dass ich dieses Team gebaut habe, oder besser diese Elements gebaut habe. Ich will eigentlich in diesem Video nicht wirklich auf dieses Team eingehen, weil dieses Team ist vielleicht für den einen oder anderen zu schwer zu bauen. Es braucht sehr, sehr viel Bauteilqualität. Ich will euch nur so ein bisschen zeigen, auf was ihr achten solltet, wie ihr euer Team bauen solltet und was wichtig ist natürlich für diese Dungeons. Also in diesem Fall, Dark ist natürlich für sehr viele, haben wahrscheinlich gemerkt, sehr hart. Ne? Also es ist meiner Meinung nach immer noch sehr overtuned. Die Drop-Chance von den Sachen sind sehr gering. Also ich kann es euch ja mal zeigen, guckt euch das an. Das ist jetzt ein 20er Run. Wir haben hier mittlere. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 insgesamt hohe. Nur halt 1, 2, 3, ja, 3 hohe von den weißen und 12 dunkle. Was meiner Meinung nach nicht gut ist, weil das Problem ist, wir haben viel zu wenige von den weißen. Und die weißen kriegt man zwar in jedem Dungeon, aber wir haben vorher im Stream mal drüber geredet, wie lange man brauchen wird, um einen voll zu bekommen, und es dauert ewig. Es dauert ewig. Ich habe wahrscheinlich nicht mal meinen ersten voll, und das auf jeden Fall dazu. Ich denke, es wird in den nächsten Tagen bestimmt noch Patches geben und Balance, nochmal Overtuning, dies, das. Also dieser Dungeon muss auf jeden Fall noch ein bisschen genervt werden. Die Drop-Chance oder die Drop-Rate von den ganzen Sachen muss erhöht werden. Sonst ist dieser Dungeon einfach momentan echt viel zu viel Aufwand. Viel zu viel Aufwand. Man will ja nicht nur primär sich darum kümmern. Und ihr seht, also ich habe bis jetzt noch 4 Sterne auf meinem einen Clockwork. Und ich krieg's nicht voll. Weil ab hier brauche ich viel zu viele von den normalen. Nur als kleine Info. Ich kann euch einmal das Team zeigen. Es ist völlig fein, damit ihr das mal sehen könnt. Also ich habe die Scharfschützen hier auf 256 Speed. Ist somit meine schnellste. Dann kommt mein Kürbis. Danach kommen die 3 Clockworks. Was wichtig ist, der linke Boss, also der Boss an sich per se, der macht Stille mit 50%iger Wahrscheinlichkeit auf alle. Er macht den Hex-Debuff und er macht oder hat 150 Resistance, aber verliert pro Klon, den man tötet, 50% Resistance und 25% HP. Bedeutet, ihr müsst erst die Klone von Boss töten, bevor ihr den Boss legt. Das ist die sicherste und beste Variante, um den Boss zu legen. Was auch wichtig ist, ich gehe einfach mal rein, ich zeige euch gleich danach nochmal die Bauteile. Was auf jeden Fall wichtig ist in diesem Run, ihr müsst gucken, dass die links und der linke und der rechte Klon gewisse Elements von euch übernehmen. Ihr könnt kontrollieren, welches Element genommen wird. In dem Fall wird es auf jeden Fall immer mindestens einer meiner Clockworks sein, weil der rechte Klon klont sich mit dem Element, das am meisten Attack hat. Oh, sorry. Das heißt, der rechte Klon ist auf jeden Fall immer der Attack-Klon, der den meisten Angriff hat. Und der linke Klon ist immer der am meisten Speed hat. Damit könnt ihr kontrollieren, welches von diesen Klons hier ihr habt. So, ihr seht jetzt einmal meine Scharfschützen, die schnellste, und einer meiner Clockworks, der mit dem meisten Angriff. Also da könnt ihr auf jeden Fall kontrollieren, welche ihr hier geklont haben möchtet. Das ist das Hex, was wir alle kennen. In dem Fall, ihr seht, zack, 25% einfach weg. Und jetzt hat er auch nur noch 50% Resistance. Ihr könnt jetzt auch wieder besser dotten. Hier Deathbreak ist drauf. Ihr werdet auch immer wieder Leute verlieren, das ist normal. In dem Fall haben wir halt leider den Kürbis gehext bekommen. Dadurch konnten wir nicht glänzen. Aber der Kürbis kann jetzt wahrscheinlich gleich glänzen. Oder auch nicht. Der macht den dritten Skill, ist fein. Und das ist der Run. Dieser Run dauert in der Regel, ja, 55 Sekunden bis eine Minute, mal 1,10, es kommt immer drauf an. Nee, 1,14 hat es gedauert, sorry, meine beste Zeit war 55 Sekunden, so rum, falsch rum. Genau. Was auch wichtig ist,
Der linke Klon ist der schnellste. Die übernehmen nicht eure Stats. Die übernehmen nicht die Stats, die ihr auf euren Bauteilen habt, sondern haben selber eigene Stats. Aber mit 250 Speed plus seid ihr schneller oder überrundet ihr quasi den linken Klon, der am schnellsten ist. Das solltet ihr auf jeden Fall immer im Hinterkopf halten. Der rechte ist langsam, den cuttet ihr immer, aber versucht zumindest eure Elements 250 plus Speed zu machen. Hier ist mein schnellster Clockwork momentan, glaube ich, oder? Nee, das ist mein schnellster Clockwork. Sekunde. So. Der hat knapp 118 mit dem Speed Buff und der Speed Lead. Hat nur 1800 Attack, Crit Rate 85, Crit Damage 155. Ich habe versucht, so schnell wie es geht mit denen zu sein, weil ihr wollt ja versuchen, eure Elements so schnell wie möglich zu bekommen, um den linken, der halt Speed hat, zu cutten, bevor er euch, besser gesagt, bevor er euch cuttet, so rum. Und deswegen versucht ihr natürlich so schnell wie möglich zu sein. Ich meine, so 200 plus seid ihr auf der sicheren Seite mit dem Kürbis. Wenn ihr natürlich hier sie habt, dann braucht ihr natürlich, glaube ich, nur 180 Speed. Dann könnt ihr auf jeden Fall schneller. Also müsst ihr nicht so schnell sein. Aber für mich hat der Kürbis am besten funktioniert, weil der halt glänzt, der kann healen, er macht Schild, er gibt Resistance auch, zwar wie sie auch. Aber ich finde ihn im Allgemeinen irgendwie ein bisschen besser. Läuft auch bei mir sicherer. Und deswegen habe ich jetzt einfach den Kürbis genommen. Jetzt kann ich auch nochmal den hier zeigen. Also hier, ich habe versucht, mindestens alle 3 Clockworks über 85% Crit Rate zu machen. Einfach nicht, weil ich nicht auf das immer vertrauen muss. Also am optimalsten wäre es natürlich, wenn alle 300% Crit Rate hätten. Wäre super. Geht leider nicht mit meiner Bauteilqualität. Dafür ist einfach die Bauteilqualität leider nicht so gut. Wenn ihr natürlich schnelle Bauteile habt, also Geschwindigkeitsbauteile, dann umso besser, dann geht dafür. Aber ansonsten versucht halt so viel Crit Rate und so viel Attack, Speed hinzubekommen, wie es nur geht, mit Crit Damage natürlich. Weil ihr wollt die 2 Klone so schnell wie möglich killen, bevor überhaupt einer von den beiden drankommt. Weil wenn der Boss seine Hexfähigkeit einsetzt, ist das Problem, dass die Team up nach dem Hex. Bedeutet, die greifen nochmal an und das tut sau weh. Also wirklich, dann verliert er auf jeden Fall mindestens ein Element und dann kann es halt schnell passieren, dass ihr bleibt. Und am sichersten, also die Runs werden besser und safer, wenn ihr natürlich versucht, die 2, also zumindest den hier zu outspeeden, dass ihr den dann danach killt. Meistens brauche ich die 2 Clockworks, um den linken zu killen und der rechte killt meistens, also der dritte Clockwork killt meistens den rechten auch danach. Kann aber manchmal sein, dass der Crit Rate Buff nicht drauf landet. Dann ist es natürlich schade, weil dann hat man halt weniger Crit Rate, man crittet dann mal nicht und dann passiert es halt. Deswegen versucht so viel Crit Rate wie es geht zu bekommen. Was ich zum Beispiel auch jetzt gesehen habe, ihr könnt auch hier bei der Strategie reinschauen. Bei Schnellste. Da könnt ihr, glaube ich, sehen, wenn ich mich nicht täusche. Gab es doch bestimmt jemanden, der ein sehr gutes Team hatte. Ich gesehen hatte, glaube ich. Genau, Starflügel auch super stark. Den habe ich noch gar nicht probiert. Also sehe ich gerade auch zum ersten Mal, dass mit jemandem den benutzt. Funktioniert anscheinend auch. Also man muss nicht 3 Clockworks haben. Aber wie ihr sehen könnt, es sind mindestens immer 2 Clockworks dabei. Hier auch 3, da auch 3. Rengar, unser kleiner Idomane. Ist auf jeden Fall auf Platz 2 und ich meine, ich hatte irgendwo mal jemanden gesehen, der was anderes benutzt hat. Genau hier. Da. Der Seeker. Oder Seeker? Ja, ihr wisst. Auf jeden Fall. Ich weiß, keine Ahnung. Der benutzt 2 Scharfschützen. Ihr könnt auch auf die Bauteile gehen und gucken, wie schnell sie sind. Der ist halt natürlich verdammt schnell. Der ist am langsamsten. Da habt ihr die Möglichkeit, dass ihr die Chance habt, immer ein Crit Rate zu bekommen. Da müsst ihr halt die Clockworks natürlich nicht so viel Crit Rate geben. Da reicht noch 70%. Aber wie ihr auch hier sehen könnt, die haben auch viel viel Speed. Auch alle über 120. Weniger Attack als ich. Crit Damage ungefähr gleich. Ja, ungefähr gleich. Aber sind deutlich schneller als meine. Definitiv. Nur als kleine Hilfestellung für euch. Genau. Das war es eigentlich so an sich, was ihr wissen solltet für den Boss. Vor allem halt wegen dem linken, dass ihr 250 Speed haben müsst. Und der linke übernimmt auf jeden Fall ein schnellstes Element. Versucht nicht den als schnellstes zu machen. Ihr werdet Probleme haben. Das habe ich am Anfang probiert und es hat mich viele Runs gekostet, weil er halt
den Resistance Buff hat, den Accuracy Buff hat, das Schild hat, den Cleanse hat. Es ist viel zu schlimm. Also der ist auch sehr tanky im Vergleich zu ihr. Warum auch immer. Weiß nicht warum, aber sie geht schneller down als er. Und der rechte ist sowieso der Attack, also euer Clockwork. Oder je nachdem, was ihr dann habt und mit dem meisten Attack habt, der wird dann hier sehr schnell down gehen. Was auch sehr wirklich gut ist, ist der Stahlflügel. Ich habe den jetzt mal so mitgenommen gehabt. Ich hatte halt nur 5-Star, deswegen konnte ich ihn leider nicht auf 6-Star machen. Aber auch gut zu benutzen. Ja, ansonsten, wenn ihr 10er nicht schafft, ungelogen, Palmed 7er. Ich habe auch ein paar Runs auf 7 gemacht. Ey, ungelogen, man bekommt genug Materialien für den Anfang, um überhaupt die ersten paar Sterne zu bekommen. Ihr müsst erstmal gucken, dass ihr die niedrigen habt. Und das Transportieren kann ich euch auch nochmal kurz zeigen, damit ihr auch wisst, was ihr damit machen könnt. Hier in der Werkstatt, unten bei dem Hauptmenü könnt ihr hier auf Werkstatt gehen. Dann gibt es jetzt diesen neuen Button, Transmutieren. Hier könnt ihr entweder große in kleine machen, heißt zerlegen. Das heißt, ich nehme jetzt großes, kann ein großes in 3 kleine machen, mittlere machen. Ich kann auch ein mittleres in 3 kleine machen. Das geht natürlich auch für alle anderen, also auch für die Elemente. Ich kann jetzt zum Beispiel 10 große in 30 mittlere machen. Oder mittlere, 10 mittlere in 30 ganz kleine machen. Ihr könnt es aber auch andersrum machen. Bedeutet, ihr könnt auch sagen, okay, ich will mittlere, 5 mittlere in ein großes machen. Natürlich andersrum, also wenn man es hoch macht, kostet es mehr. Das ist normal. Wenn man es runter macht, kostet es weniger. Also kriegt man weniger, besser gesagt. Nur das als Info. So, und jetzt sind wir beim Spezialisieren. Also dieses, wie man diese Sterne bekommt. Ihr könnt jetzt sehen, ich habe den ja schon auf 4 Sterne gehabt. Kann jetzt einen 5. Stern machen, werde ich jetzt auch gleich machen. Hier zum Beispiel, wenn ich den 1. Stern machen will, brauche ich 6 geringe, 30 kleine für den 1. Stern. Deswegen, also die Anforderung ist nicht wenig, muss man fairerweise sagen. Aber jetzt, ich könnte jetzt hier hingehen, ich könnte auch direkt auf 6 versuchen zu gehen, aber dafür fehlen mir halt leider die Eisen. Die sind sehr schwer zu bekommen, aber die werde ich die Woche noch bekommen. Das heißt, ich werde den die Woche noch irgendwann auf 6-Star haben und ist fein. Davon habe ich schon 2 Stück, ist auch ganz okay. Die braucht ihr, also die großen Kristalle bekommt ihr einfach irgendwann random, dauern halt ewig, bis man mal welche bekommt. Und davon braucht ihr auf jeden Fall, um einen auf 6 Sterne zu machen. Und wir machen sie jetzt auf 5 Sterne. Zack. Damit haben wir noch 5 Sterne. Damit kriegen wir jetzt nochmal 5 Punkte mehr. Genau. So, jetzt kommen wir einmal kurz zu den Skill Points. Ich habe einmal resettet, weil ich habe es jetzt mal auf Englisch umgestellt. Nochmal kurz als Bestätigung, ob die deutsche Übersetzung richtig oder falsch ist. Deswegen habe ich es nochmal umgestellt. Es gibt einen Übersetzungsfehler. Ich werde das auch nochmal den Entwicklern sagen und vielleicht nochmal die Übersetzung von den neuen Skills und Fähigkeiten nochmal übernehmen, dass wir dann saubere Übersetzung haben. Weil es gibt noch ein paar fehlerhafte Übersetzungen und ich werde jetzt einfach mal euch zeigen, was ich alles skillen würde auf dem Clockwork, damit ihr vielleicht wisst für die Zukunft, wie ihr skillen solltet. Wir gehen auf den Nuka Skill und hier nehmen wir natürlich erst das in der Mitte. Base Attack Increased, also die Basisangriff erhöht sich um 20 auf Stufe 5. Dann gehen wir hier in Crit Schaden, weil ihr seht jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt 173 und dann machen wir das jetzt auch auf 5. Und ihr müsst halt wissen, ihr müsst 5 hier in dieser Reihe haben, damit ihr hier was skillen könnt. Dann müsst ihr 5 in dieser Reihe haben, damit ihr hier was skillen könnt. Und jetzt kommen wir zum ersten Punkt, wo wir ein bisschen anders skillen. Und zwar, wir werden das hier skillen. Weil im Deutschen ist das falsch übersetzt. Hier steht, when attacking enemies with full HP. Also wenn man Gegner angreift mit voller HP, kritischer Schaden erhöht sich um 2%. Und das machen wir auf 5. Das heißt, wir machen nochmal 8%. Interessant. Deswegen. When attacking enemies with full HP. Okay. Das ist mir neu. Das wusste ich nicht. Okay. Das heißt, ab Stufe 3 verändert sich der Skill. Und deswegen ist die Übersetzung falsch. Deswegen hat es mich gewundert vor dem Deutschen, weil ich hatte es irgendwie anders in Erinnerung. Hier steht ab dem 3. Skill, wenn man einen Gegner angreift mit AP über der Hälfte. Das verändert sich von hier. Von voll auf über die Hälfte, dann erhöht sich den kritischen Schaden um 4 und hier auch 4, aber hier voll und hier über die Hälfte. Und am Ende 8%.
Das wollt ihr auf jeden Fall im Clockwork haben, weil ihr snappt meistens ja den Gegner weg. Dadurch habt ihr immer, der Gegner meistens immer volle HP und deswegen wollt ihr natürlich versuchen, so gut es geht, den Crit Damage damit zu erhöhen. Wenn deine HP größer oder gleich der Hälfte ist, Angriff und Verteidigung erhöht sich um 15%. Das ist actually gut. Weil beim Snipen ist man ja, wie gesagt, man ist ja meistens voll. Oder mindestens mehr als die Hälfte. Das sind einfach 15% mehr Attack. Und dann gehen wir da rein. Das ist when you cast a single target skill, gain 2. Also wenn man einen Single Target Angriff macht, kriegt man 2% mehr Crit Damage und das machen wir auf 10%. Und ganz am Ende machen wir das hier. Crit Schaden um 10% erhöht. Das ist die Skillung für unseren Clockwork. Das soll es gewesen sein mit dem ersten Eindruck und den ersten Tipps und Tricks. Ich werde jetzt gucken, dass ich so versuche, jeden Dungeon so ein bisschen euch zu erklären und jeden Skilltree so zu erklären. Und dann gucken wir mal, wie wir vorankommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Zumindest habe ich euch schon mal den ersten Bild für euren Clockwork als Sniper. Das könnt ihr auch quasi wirklich für jeden Sniper übernehmen. Nur als kleine Info. Als Nuker mit Sniper-Fähigkeiten, ob es jetzt eine Ameise ist, diese Wasserameise, ob es der Baum-Clockwork ist, ob es wen es auch immer gibt als Nuker oder als Sniper, wo ihr One-Shotten wollt, ist das die perfekte Skillung. So. Lasst gerne einen Daumen da, ein Follow da. Würde mich freuen. Wie gesagt, ich bin jedes Mal online auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, Sonntags. Meistens streamen wir Sonntag und Montag Element Vision. Ich werde die Woche vielleicht mal ein bisschen mehr streamen. Mal gucken, weil ich meine, die Dungeons müssen gemacht werden. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.